Manchmal frage ich mich, was Kunst heute bedeutet. Wenn so viel, ja, fast alles digital geworden ist, wenn der Moment oft in einem Scroll verloren geht. Und doch habe ich genau da, mitten im digitalen Dschungel, meinen Kanal als Platz für mich gefunden. Es ist wie ein Atelier mit offenen Fenstern, durch die ihr hineinschauen könnt. Ich kann nicht nur zeigen, was ich erschaffe, ich kann auch erzählen, was mich bewegt, wie meine Werke entstehen, welche Zweifel, Freuden und Prozesse dahinter stecken. Ihr seht mich, hört mich und manchmal berührt es euch. Natürlich macht es mich auch verletzlich. Ich gebe viel von mir preis, aber diese Offenheit schafft auch Verbindung. Und Verbindung, eine echte Verbindung, ist das, wonach ich in der Kunst sowieso suche. Wenn Kommentare kommen wie, das hat mich inspiriert, dann weiß ich, warum ich das tue. Es wurde für mich zu einer Art Raum. Raum für Echtheit, für die Entwicklung. Der Kanal zwingt mich auch, konsequent zu arbeiten, mich selbst zu reflektieren und hilft manchmal aus dem Stillstand wieder rauszuschaffen. In jedem von uns schlummert eine Geschichte. Wenn ich meine teile, kann sie etwas auslösen in jemand anderem. Vielleicht erkennt sich jemand darin wieder. Vielleicht wächst daraus etwas, ein Gedanke, ein Traum oder eine eigene kreative Idee. Ich weiß, wie es ist, sich leer zu fühlen. Ich kenne diese Momente, wo alles in Grautönen erscheint. Und ich weiß, wie ein einziger Satz, ein Bild oder ein Ton plötzlich wieder Farbe ins Innere bringt. Wenn ich so etwas für jemand anderen sein kann, dann macht das meine Arbeit wertvoll. Für mich ist dieser Kanal wie ein offenes Skizzenbuch. Eins, das nicht in einer Schublade verstaubt, sondern atmet, wächst und mit euch spricht. Ich dokumentiere, wie ich an meinen Bildern arbeite. Und das nicht nur als Ergebnis, sondern als Weg dorthin. Mit allen Umwegen, Pausen, Überraschungsmomenten und
manchmal auch Ängsten. Manchmal frage ich mich, wo bleiben all die Zwischentöne, das Unfertige, das, was nicht für die Galerie gedacht ist. Das ist auch der Grund, warum ich vor ein paar Jahren meinen Kanal gestartet habe. Es ist ein Archiv, ja, aber ein lebendiges. Ich kann selbst zurückschauen. So habe ich damals gedacht, meine Farbwahl, mein Zweifel, und ihr könnt diese Entwicklung mitverfolgen. Vielleicht zeigt sie euch, dass nicht jedes Kunstwerk in einem klaren Plan entsteht, sondern im Fluss, im Prozess, im Ausprobieren. Die Idee, sichtbar zu wachsen, begeistert mich. In einer Welt, wo so oft nur das perfekte Endergebnis zählt, möchte ich zeigen, dass auch oder sogar besonders die Entwicklung spannend ist. Die Unperfektion ist ehrlich und Veränderung gehört sowieso zum Künstlersein. Ein Ort, an dem ich sehen kann, wie meine Bilder entstanden sind, wo ich mich selbst beobachten kann beim Suchen, Verwerfen, Wiederfinden. Es ist wie ein Spiegel, der nicht nur das fertige Werk zeigt, sondern auch die vielen kleinen Schritte dahin. Und ich freue mich, dass ihr dabei bleibt und diesen Weg mit mir zusammengeht. Nicht um die Perfektion zu sehen, sondern die Entwicklung. Nicht um die Antworten zu bekommen, sondern Fragen mitzuerleben. Kunst ist kein Ziel, sie ist ein Prozess und dieser Prozess verdient es, sichtbar zu sein.
Kunst ist nicht nur ein Endprodukt, sondern vielmehr die Reise dorthin. Das Ringen mit Ideen, das Verwerfen und Neubeginnen, das Spielen mit Formen und Farben, Emotionen, Möglichkeiten. Und gerade dieser kreative Fluss, dieser oft unsichtbare Weg, den der Künstler geht, verdient diese Aufmerksamkeit und Raum. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.